Die beste Erdbeertorte für heiße Sommertage. Herrlich cremig, erfrischend kalt, fruchtig und ganz einfach vorzubereiten. Heute zeige ich euch eine Erdbeer-Stracciatella Eistorte, mit der ihr Familie und Freunde garantiert beeindrucken werdet. Also, los geht's! Erst bevor wir mit dem Zubereiten anfangen, werden wir die Kastenbackform mit Frischhaltefolie belegen. Die Frischhaltefolie hilft dann, die Torte ganz am Ende aus der Form rauszuholen und am besten mit etwas mehr belegen, so dass die Form wirklich schön mit der Frischhaltefolie belegt ist. Dann können wir die Backform zuerst zur Seite lassen und den Creme zubereiten. Ein paar Sachen habe ich für den Creme schon im Voraus vorbereitet. Ich habe so eine Erdbeersoße gekocht. Also wenn du magst, kannst du das auch selber machen. Wenn man das selber macht, kann man selber entscheiden, wie viel Frucht und Zucker man nimmt und es wird dann nicht so süß. Aber wenn du eine Lieblings-Erdbeermarmelade hast, dann kannst du auch die nehmen. Alle Details dazu findest du in der Videobeschreibung. Also, wenn du die Erdbeersoße nicht selber machen möchtest, kannst du diesen Teil überspringen. Wenn du aber die Erdbeersoße selber machen möchtest, dann erst das Grüne von Erdbeeren entfernen und die Erdbeeren klein schneiden. Dann gibst du 80 Gramm Zucker, eine Teelöffel Vanille und eine Prise Salz zu den Erdbeeren. Die Erdbeeren werden dann bei mittlerer Hitze so lange geköchelt, bis die Masse dickflüssig wird. Also da sollte nicht viel Flüssigkeit bleiben. Es soll so eine schöne marmeladige Konsistenz haben. Dann die Erdbeersoße auf einen Teller geben und vollständig abkühlen lassen. Also es dann mit der Creme anfangen, wenn die Erdbeersoße vollständig gekühlt ist. Und ich habe noch ein zweites Element auch selber vorbereitet. Ich habe die Schokosplitter auch selber gemacht, weil ich einfach meine Lieblingsschokolade dafür verwenden wollte. Das geht ganz einfach. Hier kannst du wieder selber entscheiden. Du kannst entweder fertige Schokosplitter nehmen oder auch selber machen. Wenn du sie selber machst, dann die Schokolade ganz fein hacken. Danach schmelzen, auf ein Backpapier verteilen und fest werden lassen. Ich habe erst die Schokolade bei Zimmertemperatur fest werden lassen, danach zusammengeklappt und ins Gefrierfach gelegt. Das braucht auch keine lange Zeit, so etwa 10 bis 15 Minuten und dann einfach mit Hilfe der Backpapier die Schokolade so klein gemacht. So, dann haben wir schon alle Elemente bereit und können mit dem Creme anfangen. Für meine Basis habe ich hier 200 Gramm Creme fraiche und dazu gebe ich eine Teelöffel Vanille und eine kleine Prise Salz. Das mache ich immer gerne beim Dessert, dann balanciert das die Geschmäcker und dann gebe ich ungefähr 2/3 meiner Erdbeersoße dazu. Und das Ganze kurz vermischen, hat schon eine richtig schöne rosa Farbe. Die restlichen Erdbeeren, also den 1/3 ungefähr, habe ich zur Seite gelassen zum Marmorieren. Dann sieht das noch schöner aus. Und jetzt die Schlagsahne in eine separate Schüssel steif schlagen. Dann kommt die steif geschlagene Sahne zum Creme und wir heben es so vorsichtig in das Creme, so dass diese Luftigkeit bleibt. Es duftet schon herrlich lecker fruchtig nach den Erdbeeren. Also das ist definitiv ein Vorteil von der selbstgemachten Erdbeersoße, weil dadurch der Erdbeergeschmack noch kräftiger wird. Und jetzt dann noch die Schokosplitter dazugeben. Hier auch je nach Geschmack. Ich gebe erst einen Teil dazu und hebe das
in mein Creme und werde dann schauen, also ich will, dass da schon richtig viele Schokostückchen dabei sind, aber dass es auch nicht dominiert, so dass es trotzdem nach Erdbeeren schmeckt. Die Creme ist fertig und jetzt ein ganz wichtiger Teil, also abschmecken. Und wenn etwas Süße fehlt, dann kannst du noch nach und nach Geschmack Puderzucker dazugeben. Ihr Lieben, das schmeckt unfassbar lecker, richtig frisch und fruchtig durch die Erdbeeren und das hat sich definitiv gelohnt, die Lieblingsschokolade für die Schokosplitter zu verwenden. Für mich ist der Creme so perfekt, also ich werde keinen Zucker dazugeben und jetzt dann die Masse in die Kastenform geben und wir machen erst eine Schicht, dann geben wir ein bisschen von den Erdbeersoße dazu, so können wir dann eine schöne Marmorierung machen. Also ungefähr die Hälfte erst in die Kastenform verteilen. Dann gibst du einen Teil von Erdbeersoße auf dem Creme und das marmorieren wir mit einem Holzstäbchen. Das restliche Creme darauf, also ein paar Löffel zur Seite lassen, aber sonst auch schon dazugeben. Und dann kommt die restliche Erdbeersoße jetzt darauf und nochmal schön marmorieren. Das sieht schon richtig lecker aus, aber ich habe hier noch Kekse, also die hast du schon bestimmt gemerkt. Und aus den Keksen mache ich so einen Knusperschicht. Also die Kekse werde ich jetzt einfach zerkrümeln. Die Kekse müssen nicht ganz fein zerkrümelt werden, einfach so, dass da jetzt keine richtig großen Stückchen dabei sind. Und zum Schluss die Kekskrümel auf dem Creme verteilen. Das Kekskrümel so leicht in die Crememasse drücken und mit Frischhaltefolie abdecken. Die fertige Torte legst du ins Gefrierfach, am besten über Nacht, aber mindestens 6 bis 8 Stunden. Und jetzt zum spannendsten Teil. Also, wir werden die Torte stürzen, anschneiden und probieren. Ich würde euch gerne noch einen Tipp geben. Also am besten die Torte wirklich über Nacht fest werden lassen. Also ich habe nach etwa 6 Stunden geschaut und es war noch nicht fest. So kann man auch etwas besser im Voraus planen, wenn man das einfach dann über Nacht kalt stellt und dann vor dem Servieren am besten etwa 15 bis 30 Minuten im Voraus zum Zimmertemperatur nehmen. Und jetzt werde ich erst die obere Schicht Frischhaltefolie entfernen. So, mein Servierteller darauf legen und stürzen. Alternativ könntest du auch ein Tuch mit warmem oder heißem Wasser feucht machen und dann drum um den Backform legen. Dann kriegst du auch die Torte schön aus der Backform. Ihr Lieben, das sieht so schön aus, aber jetzt noch die Frischhaltefolie entfernen. Vor dem Servieren kannst du die Torte noch mit frischen Erdbeeren und Schoko dekorieren. Ihr Lieben, die Torte sieht wunderschön aus und ich bin gespannt. Also lasst uns anschneiden. Dafür habe ich mir hier ein Glas mit heißem Wasser vorbereitet und ich werde erst mein Messer warm machen. So kann man dann die Torte etwas einfacher schneiden. Nur ganz kurz, so dass es warm wird und dann trocknen. Ihr Lieben, die Torte ist richtig lecker geworden. So cremig, fruchtig durch die Erdbeeren. Also diese Marmorierung, da hat man auch kleine Erdbeerstückchen. Das gibt so einen kräftigen
Erdbeergeschmack und die Schokosplitter, also das sieht wunderschön aus mit der Marmorierung und den Schokosplitter. Ihr Lieben, solche Torten waren ein Highlight aus meiner Kindheit, also nicht die selbstgemachten, sondern es gab solche Torten zu kaufen, Eistorten, und ich kann mich noch erinnern, wie ich als Kind mich immer darüber richtig gefreut habe, und deswegen dachte ich, dass wir das auch mal versuchen selber zu machen. Und ich finde, das ist eine richtig tolle Idee für den Sommer, um seine Liebsten damit zu überraschen. Probiert es unbedingt mal aus und schreibt mir in den Kommentaren, wie es euch geschmeckt hat. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.